Morgen, ich bin's wieder, Stefan, nebenberuflicher Filmfotograf aus Stralsund. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterfest und das Video von Mike Siemer BMW gefällt euch. Jetzt ist es Ostersamstag, um kurz nach 6. Ich will mit der Kamera wieder los. Ich will heute nach Schwedt. Um 7 will ich los, dann will ich bei Leocardia sein. Da stehen 1, 2 hübsche Autos auf dem Hof und die Dame sieht auch sehr hübsch aus. Kenne ich flüchtig von den Treffen aus Finofurt und ich dachte, ich mache mal sowas wie von Mike Siemer BMW und den Trabis auch dort. Gespräch, schöne Carporns und Fahraufnahmen und Interview. Ich finde das immer ganz schön zu wissen, warum ist das Auto überhaupt bei dem jetzigen Besitzer und warum sieht es so aus, wie es jetzt aussieht, warum wurde dieses und jenes gemacht, was wurde gemacht und das scheint euch auch zu interessieren. Jemand hat sich zu Ostern gedacht, machen wir wieder den Mercedes-Stern von Stefan ab. Also falls ihn jemand findet, sagt mal Bescheid. Wie sagt Toni, mein Kollege, nicht ärgern, sondern wundern. Schon gar nicht an so einem coolen Tag wie heute. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich mehr freue, auf das V8-Geblubber oder auf die hübsche Leocardia. Genau. So, kurz nach 7, fast pünktlich, werde ich jetzt losfahren. Schon alles soweit im Auto, außer ihr und mein Rucksack und dieser kleine Diffusor. Ich werde noch dreimal gucken, ob ich wirklich alles mit habe. Weiß nicht, kennt ihr das? Und sehen wir uns in Schwedt wieder, würde ich sagen. Bin dann gleich da, sagt Google Maps, 5 Minuten. Werde erstmal ohne Kamera rein. Wie gesagt, ich kenne die Leocardia auch bloß flüchtig vom Sehen mehr oder weniger und von einem halbstündigen Telefonat letztens. Aber später nehme ich euch auf jeden Fall mit dazu. Bis gleich. Ja. Ah, cool, ja.
Stück, ne? Wir fahren jetzt nach. Nee. So, D? Genau, jetzt muss ich irgendwas beachten. Lassen. Genau, ja. Ganz vorsichtig Gas geben und dann fährst du schon. Mehr ist es nicht. Das ist ein kleines Lenkrad. Für so ein großes Auto. Okay. Pumpen muss ich nicht, ne? Muss doll. Genau, Lenker. Ah ja, das meinte Leo ja. Oh. Du kannst aber ein bisschen auf den Winkel drehen. Das hast du die Möglichkeit. Alter. Das ist auch laut, ne? Alter Schwede. Jetzt. Das ist ja besser. Und ist doch entspannt, oder nicht? Das ist lustig. Ich kann echt nicht so richtig einschätzen, wie breit das Ding überhaupt ist. Und die Bremse ist ungewohnt, wie Sau. Die Bremse musst du richtig übertreten, wie kann. Da muss ich noch gucken, ob ich auch nicht, dass Leo nicht so dicht kommt. Weil das ist ja nicht aufgeladen und gar nichts. Das ist ja bloß ein reiner Sauger, ne? Richtig. Also theoretisch hättest du noch Spielraum ohne Ende, wenn du das jetzt noch. Ja. Platz hast du ja auch. Ja. Boah, das ist geil. Wenn er so bottert, ne? Ja, Alter, jetzt sind doch alle wach. Ja, das ist geil. Aber hier brauchst du echt beide Hände am Lenkrad. Aber Burnouts macht die vorm Start nicht, oder? Habe ich das falsch gesehen? Ja? Geht das überhaupt mit dem Automatik und so? Hier lang? Genau, hier links. Oh, Alter. Ja, keine Servo. Sonst macht das Lenker gar nicht. Kurz ein bisschen rückwärts fahren. Boah, das ist neu noch. Wer ist das? Wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Mann, da schnell so fahren soll. Ja, echt, Alter. Doch, ne, da würde man bestimmt was finden, ne? Na ja. Was ist Da denn das kenne ich mich jetzt? zumindest aus. Was ist denn das jetzt hier? Will ich jetzt Steine wegräumen oder was? Quatsch. Na, irgendwas räumen die auch gleich weg, oder wie? Wenn du das nicht weißt. Nee! Na, kick! Die randalieren noch! Alter. Sind die nicht tätowiert, ne? Dann würden die gleich haben. Die rollen wirklich Steine, ich hab's eben noch gesagt. Wir haben Platz. Ich werde ja auch hier rüber machen. Sonst fahren wir nachher noch zusammen. Der fährt mir nämlich an schon riskant hier immer. Guck mal, mit den 2 Tonnen Schiffen hier. Das ist aber cool, ey. Da ist an der Kante, ey. Und nachher nehmen sie mich als Ausrede. Sagen sie ja, wenn wir schon den Film mit dabei haben, dann soll das auch vernünftige Kulisse sein. Muss ich jetzt da postieren, oder? Ey, das wird ja mal enger hier alles. Ich hätte mal zu Fuß vorab gucken sollen, Ja. ob ich überhaupt hier kann. Was denn du? Jetzt drehen sie um, oder was? Oh, guckt denn nach Kette und guckt zur anderen Seite nach hinten, oder? Kein Plan, was hier. Was? Ist Stefan da durchgekommen oder was?
So ein Auto wechseln direkt. So. Satt und müde. Wie fange ich an? Es war einer der schönsten Tage in der jüngsten Vergangenheit. Erstmal sorry, dass ich nicht so viel gevloggt habe, wie ich eigentlich wollte, aber das war hier so eine schöne familiäre Stimmung, dass ich das einfach nicht durch die Kamera stören wollte. Wir haben alles im Kasten. Fahraufnahmen, Aufnahmen vom Auto, ein schönes Interview. Ich durfte sogar selber mit dem Nova fahren, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte. Die Leute sind mega liebenswürdig, mega freundlich, mega fürsorglich. Vielen Dank nochmal für eure Gastfreundschaft. War echt ein mega schöner Tag, sogar noch eine Ausfahrt haben wir gemacht. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen. Mit der GoPro und auch mit der Kamera habe ich euch zumindest zwischendurch dann doch mitgenommen, aber ich wollte halt nicht so dazwischen quatschen. Die grillen jetzt noch weiter. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an Sonne, Stefan und Leo und auch alle anderen. Vielen Dank. Ich bin jetzt ein bisschen K.O. und müde, weiß nicht, vielleicht merkt man das, haben gerade noch gegrillt. Satt und müde bin ich jetzt. Jetzt zurück nach Stralsund. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Das Video dazu folgt in Kürze. Kleine Anheizer halt zum Season Opening am 11. Mai in Finofurt. Kommt da mal vorbei, dann seht ihr die auch alle in live und mich auch. Und jetzt sage ich Tschüss, weil jetzt muss ich 2 Stunden fahren. Ich will meine Frau noch mal kurz sehen heute. Tschüss.